Wenn du jetzt in deine Küche gehst und deine Schränke öffnest, wirst du es mit großer Wahrscheinlichkeit finden. Es ist eine kleine, unscheinbare Schachtel aus Pappe, die leise in der Ecke steht. Darin befindet sich ein rein weißes, feines Pulver, das aussieht wie harmloser Schnee. Es ist extrem billig. Es hat kein aggressives Warnschild. Es sieht völlig unbedeutend aus. Aber dieses Pulver hat eine geradezu schizophrene Doppelnatur, die eigentlich absolut keinen Sinn ergibt. Du gibst dieses Pulver in deinen weichen, süßen Kuchenteig, damit du ihn mit Genuss essen kannst. Und exakt dasselbe weiße Pulver schüttest du in deinen verstopften, stinkenden Abfluss, um den verrotteten Schmutz wegzubrennen. Du reibst es auf schmerzhafte Insektenstiche, du löschst damit brennendes Fett in der Pfanne und du schrubbst damit den schwarzen Ruß von deinem Grill. Wie kann eine einzige Substanz ein lebensmitteltaugliches Backmittel und gleichzeitig eine chemische Allzweckwaffe gegen den härtesten Schmutz sein? Die Antwort ist keine Magie, sondern die absolute, gnadenlose Grundregel der Chemie. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum dieses Pulver einen Krieg gegen jede Säure in deinem Haushalt führt und warum es Gestank nicht einfach verdeckt, sondern auf molekularer Ebene hinrichtet. Wir klären, wie die alten Ägypter damit ihre Leichen austrockneten und warum dein Kuchen nach purem Metall schmeckt, wenn du die Chemie dahinter nicht verstehst. Wenn du die verborgene Wissenschaft deines Alltags durchschauen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um die Macht dieses Pulvers zu begreifen, müssen wir Jahrtausende in die Vergangenheit reisen, lange bevor die Menschen das Wort Chemie überhaupt aussprechen konnten. Die Geschichte beginnt im alten Ägypten, in den ausgetrockneten, heißen Salzseen der Wüste. Dort fanden die Menschen ein natürlich vorkommendes, hartes Mineral. Sie nannten es Natron. Dieses Natron war noch nicht das reine, industriell gefilterte Pulver von heute, aber es besaß bereits dessen entscheidende chemische Eigenschaften. Die alten Ägypter erkannten schnell, dass dieses Salz extrem aggressiv Feuchtigkeit aus seiner Umgebung saugte und ein starkes, alkalisches Milieu erschuf. Sie nutzten es nicht zum Backen, sondern für die Ewigkeit. Wenn ein Pharao starb, wuschen die Priester den Leichnam und begruben ihn monatelang in riesigen Bergen aus purem Natron. Das Natron zog das gesamte Wasser aus dem toten Fleisch und tötete sämtliche Bakterien ab. Es konservierte den menschlichen Körper so perfekt, dass wir die Mumien heute noch in unseren Museen betrachten können. Schon damals war klar, diese Substanz auf Basis von Natrium ist eine Waffe gegen Verfall und Schmutz. Aber was genau ist das Pulver in deiner Küche heute? In der Fachsprache der Chemiker heißt dieser Stoff Natriumhydrogencarbonat. Das klingt wie ein giftiges Experiment aus dem Labor, aber es besteht aus den gewöhnlichsten Bausteinen unseres Planeten. Es ist eine Verbindung aus Natrium, Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Die entscheidende Eigenschaft dieses Pulvers ist sein sogenannter pH-Wert. Natron ist eine Base. Es ist das absolute physikalische Gegenteil einer Säure. Solange dieses weiße Pulver trocken in seiner Papierschachtel liegt, ist es völlig passiv und schläft. Aber sobald es mit Wasser und einer Säure in Kontakt kommt, erwacht es sofort zum Leben und startet eine brutale chemische Reaktion. Teil 5: Der Krieg im Kuchenteig – Biologie gegen Chemie. Dieser Krieg der Moleküle ist der exakte Grund, warum dein Kuchen im Ofen groß und luftig wird. Bevor die Menschen das Natron zum Backen entdeckten, mussten sie Hefe benutzen. Hefe ist ein lebender Pilz. Dieser Pilz frisst Zucker und atmet sehr langsam Gase aus, die den Teig anheben. Dieser biologische Prozess dauert viele quälende Stunden. Im 19. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahr 1846, wollten zwei amerikanische Bäcker namens John Dwight und Austin Church diesen Prozess radikal beschleunigen. Sie brachten reines Natron auf den Markt, um die langsame Biologie der Hefe durch extrem schnelle Chemie zu ersetzen. Wenn du heute einen Kuchen backst, mischst du das Natron in den Teig. Aber das Natron allein tut absolut nichts. Du musst zwingend eine Säure hinzufügen, zum Beispiel Essig, Zitronensaft, Joghurt oder saure Buttermilch. In dem Moment, in dem die Säure auf das Natron trifft, zerstören sich die beiden Stoffe gegenseitig. Bei dieser heftigen Neutralisation entsteht schlagartig riesige Mengen an Kohlendioxid. Das ist ein unsichtbares Gas. Millionen von winzigen Gasbläschen entstehen im nassen Teig und versuchen panisch zu entkommen. Aber das klebrige Mehl hält das Gas gefangen. Der Teig bläht sich auf wie ein riesiger Heißluftballon und die Hitze des Ofens bäckt diese luftige Struktur schließlich fest. Das ist das gesamte Geheimnis. Du isst im Grunde einen Schwamm aus erstarrten chemischen Gasexplosionen. An dieser Stelle müssen wir einen extrem wichtigen Fehler aufklären, den fast jeder Anfänger in der Küche macht. Natron und normales Backpulver sind nicht exakt dasselbe.
Reines Natron braucht immer eine externe Säure aus deinen Zutaten, um zu reagieren. Wenn du vergisst, eine Säure wie Joghurt in den Teig zu geben, wird das Natron nicht zersetzt. Es bleibt als chemische Base im Kuchen zurück. Das Resultat ist eine Katastrophe. Der Kuchen geht nicht auf, er fällt in sich zusammen und er schmeckt extrem bitter, als würdest du auf einer rostigen Münze aus Metall kauen. Normales Backpulver hingegen ist eine Erfindung für faule Köche. In einem Tütchen Backpulver hat die Industrie das reine Natron bereits mit einem trockenen, sauren Pulver vermischt. Du musst nur noch Wasser hinzufügen und die beiden Pulver reagieren sofort miteinander, ohne dass du saure Buttermilch brauchst. Aber warum schütten wir dieses Backmittel dann in unsere stinkenden Mülleimer und unsere verschwitzten Turnschuhe? Die Antwort liegt wieder im Krieg zwischen Säure und Base. Die meisten widerlichen Gerüche in unserem Alltag, wie ranzige Butter, verfaulender Müll oder menschlicher Schweiß, basieren auf streng sauren Molekülen, die in der Luft herumschweben. Wenn du ein handelsübliches Raumspray benutzt, sprühst du einfach nur eine extrem starke Parfümwolke über diesen Gestank. Der Gestank ist immer noch da, deine Nase wird nur von Blumenduft betäubt. Natron funktioniert völlig anders. Es ist ein chemischer Attentäter. Wenn du einen Teller mit Natron in deinen stinkenden Kühlschrank stellst, zieht das Pulver die sauren Geruchsmoleküle aus der Luft magnetisch an. Sobald die Säure das basische Natron berührt, neutralisieren sie sich. Das Natron verändert die chemische Struktur des Gestanks. Es zerstört das Molekül vollständig. Der Geruch wird nicht verdeckt, er hört physikalisch auf zu existieren. Und dann ist da noch die Reinigungskraft bei hartnäckigem Schmutz. Wenn du eingebranntes schwarzes Fett in einer Bratpfanne hast, mischst du das Natron mit etwas Wasser zu einer dicken Paste. Die basische Eigenschaft des Natrons spaltet das harte Fett auf und verwandelt es chemisch in eine weiche Seife, die sich leicht wegwischen lässt. Gleichzeitig haben die winzigen Kristalle des Pulvers die perfekte Härte. Sie sind hart genug, um den schwarzen Ruß mechanisch wegzuschrubben, aber sie sind weicher als das Metall der Pfanne oder die Keramik des Waschbeckens. Sie funktionieren wie ein mikroskopisch feines Sandpapier, das den Schmutz abkratzt, ohne jemals tiefe Kratzer in die wertvolle Oberfläche zu ritzen. Heute graben wir dieses Wundermittel fast nirgendwo mehr als natürliches Mineral aus dem Sand der Wüste aus. Die Industrie stellt es in gigantischen Fabriken auf chemischem Weg her. In einem komplexen Verfahren kochen Ingenieure riesige Mengen an gewöhnlichem Tafelsalz und einfachem Kalkstein auf. Durch die Zugabe von extrem giftigem Ammoniak und Kohlendioxid unter hohem Druck zwingen sie die Atome dazu, sich neu zu ordnen. Am Ende dieses massiven industriellen Prozesses wird die neue Substanz gewaschen, getrocknet und zu jenem feinen, makellos weißen Schnee zermahlen, den wir im Supermarkt für ein paar Cent kaufen können. Dieses Pulver ist also weit mehr als nur eine langweilige Zutat für deinen sonntäglichen Kuchen. Es ist eine kontrollierte chemische Waffe. Es ist eine gnadenlose Base, die darauf wartet, Säuren zu vernichten, Teige zu sprengen und den molekularen Verfall aufzuhalten. Es ist das reinste Stück harter Wissenschaft, das völlig legal und unauffällig in unseren Vorratskammern lagert.